Was nehmt ihr zu essen mit beim Angeln? Etwa so eine Konserve hier? Oder so eine olle Stulle? Oder im schlimmsten Fall so einen furchtbaren Gaumengraus? Wie wäre es mal mit einer deftigen Anglerpfanne, über offenem Feuer gebraten, mit ausschließlich frischen Zutaten und direkt am Wasser zubereitet? Uns Anglern wird ja einiges vorgeworfen. Vor allem bei den Nichtanglern macht es häufig den Anschein, als würden wir den ganzen Tag einfach nur an einer Stelle verbringen und literweise Tee oder Kaffee in uns reinschütten. Faul sitzen wir da und glotzen stundenlang auf unsere Posen. Und viel mehr ist es ja auch nicht. Die Realität sieht da aber natürlich ganz anders aus. Für viele, mich eingeschlossen, beginnt so ein Angeltag meist schon mit einer langen Fahrt, da die Topstellen ja irgendwie nie direkt vor der Haustür liegen. Und hat man sich mal über Google Maps eine schöne Stelle ausgesucht, dann kann es schon mal vorkommen, dass die in Realitas gar nicht betretbar ist und dann zieht sich so eine Fahrt schon mal über mehrere Stunden. Da kann es dann auch schon mal holprig werden. Und mein alter Benz wird zum Geländewagen umfunktioniert. Hat man dann endlich eine Stelle gefunden, geht es los mit dem Auspacken. Und im besten Fall muss man seine Ausrüstung nicht weit tragen. Da besteht in manchen Fällen auch schon mal Rutschgefahr. Aber zu schleppen gibt es gefühlt irgendwie immer was. Ist das geschafft, geht es auch schon weiter mit dem Aufbau und dem Sortieren und dem Ausbringen der Routen. Ist das alles erledigt, darf man sich endlich zurücklehnen und ein wenig die Natur genießen. Bevor einem dann einfällt, dass man ja schon ein paar Stunden auf den Beinen ist und immer noch nichts gegessen hat. Also lasst uns mal sehen, was sich schnell und einfach zubereiten lässt, damit wir nicht schon wieder an einer ollen Stulle nagen müssen. Zuerst kümmern wir uns um das Feuer. Klar, es geht natürlich auch mit einem gasbetriebenen Campingkocher, aber ich wollte unbedingt mal meinen kleinen Holzvergaser testen, welcher außerdem zweifelsohne viel mehr Stil hat. Ein paar kleine Ästchen rein und ein wenig anfeuern, bis das Gerät richtig in Wallung kommt. Während das Holz so vor sich hin brennt, schneiden wir uns ein gutes Stück Fleisch in Streifen. Ich habe hier ein gut durchwachsenes Schnitzel vom Moorschwein. Schnappt euch eine Zwiebel und schneidet sie in Streifen. Entweder eine halbe Gemüsezwiebel oder eine ganze kleine.
Wenn das Feuer so richtig in Fahrt ist, wird es Zeit, die Pfanne drauf zu stellen und ebenfalls richtig heiß werden zu lassen. Da mein Fleisch so richtig schön vom Fett marmoriert und meine Pfanne richtig gut eingebrannt ist, brauche ich nicht mal Öl, um mein Fleisch knusprig anzubraten. Ist das Fleisch von allen Seiten gebräunt, gebt die Zwiebeln dazu und lasst diese ebenfalls so lange braten, bis sie schön braun geworden sind. Währenddessen nehmt ihr Pilze eurer Wahl, zum Beispiel braune Champignons, und schneidet sie ebenfalls in Scheiben. Pfifferlinge oder Kräuterseitlinge wären natürlich auch eine richtig gute Wahl gewesen. Ab damit in die Pfanne und schon mal das Salz drüber geben. Lasst das Ganze jetzt so lange brutzeln, bis auch die Pilze eine schöne Farbe angenommen haben und anfangen kleiner zu werden. Gebt jetzt einen ordentlichen Schuss Sahne drüber, rührt das Ganze durch und lasst es dann weiter köcheln. Für den besonderen Geschmack habe ich hier Langen und Telly Cherry Pfeffer. Es geht natürlich auch mit normalem schwarzem Pfeffer. Streut so viel davon in eure Pfanne, wie ihr ertragen könnt. Und lasst das Ganze dann weiter köcheln, damit sich die Aromen miteinander verbinden können. Zum Schluss noch eine Portion frisch gehackte glatte Petersilie darüber, das Ganze noch kurz einkochen lassen. Dazu passt am besten Baguette oder Toast. Ich habe hier noch ein Dinkelbaguette. Das röste ich mir noch ein wenig über der Glut und dann ist auch schon Zeit, das Ganze zu verdrücken. Und endlich kann man den Abend ausklingen lassen. Und falls ihr nicht das Pech habt, dass eure Würmer nicht ausreichen und ihr nachts noch nach neuen suchen müsst, oder dass ihr eure nass gewordenen Socken über dem Gaskocher zu trocknen habt, dann kocht euch jetzt lieber wirklich einen Tee und erfüllt das Klischee von uns Anglern. Wenn ihr mehr Rezepte sehen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal und schreibt mal in die Kommentare, was ihr euch so am Wasser zubereitet. Bis dahin wünsche ich euch allen stramme Schnüre und viel Erfolg am Wasser.